Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer Motorradtour, die uns dieses Mal ins österreichische Kärnten und an die slowenische Küste führen wird. Zur Vorbereitung treffen wir uns am Vorabend unserer Abreise, um Anhänger und Wohnmobil für die bevorstehende Tour zu beladen. Gut ausgeschlafen geht es dann am nächsten Morgen los. Motiviert und voller Vorfreude auf die bevorstehende Tour nehmen wir die lange Fahrtstrecke nach Österreich in Angriff. Gegen Abend gibt es dann, ganz stilecht, auf einem Rastplatz an der A9 bei Nürnberg ein leckeres Schnitzelbuffet. Da wir den Fahrer alle 2 Stunden wechseln können, fahren wir im Schichtdienst die ganze Nacht durch. Gegen 2:30 erreichen wir unseren Campingplatz am Ossiacher See und legen uns für die Nacht schlafen. So viel habe ich da nicht mehr. Also davon rede ich auch. Sehen wir gut aus am frühen Morgen? Sehen wir gut aus? Nach einem kleinen Frühstückshäppchen melden wir uns bei der Rezeption an und besichtigen unseren Campingplatz. Von unseren beiden gebuchten Parzellen ist leider erst eine frei. Somit laden wir die Motorräder schon mal vom Anhänger und fahren sie nach unten an den See. Später holen wir dann auch das Wohnmobil an seinen Bestimmungsort und richten uns häuslich ein. Unsere Stellplätze liegen direkt in erster Reihe zum Ossiacher See. Bei diesem herrlichen Wetter ein wirkliches Vergnügen. Dann brechen wir zu unserer ersten Kennenlernrunde mit den Motorrädern auf. Unser heutiges Ziel für die kleine 90-Kilometer-Runde ist Millstatt am Millstätter See. Nachdem wir unseren Campingplatz verlassen haben, fahren wir zunächst in Richtung Villach. Die österreichische Landschaft begeistert vom ersten Augenblick an mit schönen Aussichten. Linker Hand passieren wir den Afritzer See und kurz darauf den Feldsee, die beide sehr idyllisch direkt an der B98 liegen. Dann erreichen wir den Millstätter See, der nördlich des Drautals in 588 Meter Seehöhe liegt. Er ist mit 11,5 Kilometer Länge und bis zu 1,8 Kilometer Breite der zweitgrößte See Kärntens. Wir biegen bei Millstatt nach rechts von der Hauptstraße ab, um die Höhenlagen des Ostufers zu erkunden. Von hier oben haben wir eine noch bessere Sicht auf den See, der sowohl als tiefster als auch wasserreichster See Kärntens gilt.
Die kurvigen Strecken, die sich durch Waldgebiete und entlang der Berghänge schlängeln, machen uns richtig Spaß. Dann nähern wir uns wieder Villach und erreichen nach wenigen Kilometern den Campingplatz Mendel. Das schöne Abendwetter muss auf jeden Fall noch genutzt werden. Also pumpt Hans-Jürgen das mitgebrachte Kajak auf und Holgi und Mischa machen die erste Testfahrt. Das sieht besser aus als erwartet. Jungs, lasst es euch schmecken. Ja, Dito. Wie bei Muttern. Am zweiten Morgen besteigen wir nach einem leichten Frühstück wieder unsere BMWs. Das heutige Tagesziel ist der Sölkpass in der schönen Steiermark. Der Ossiacher See präsentiert sich heute Morgen in schönstem Licht, als wir seinem Ufer folgen. Dann folgen wir der B94 in Richtung Feldkirchen. Kurz vor Glödnitz biegen wir auf die 63 ab und folgen ihrer kurvigen Streckenführung. Da es sehr heiß ist, machen wir immer wieder mal eine kurze Erfrischungspause. Wir erreichen die historische Stadt Murau, die im Tal der Mur zwischen den unteren Tauern und den Gurktaler Alpen liegt. Hier kehren wir auf ein paar kalte Getränke im Biergarten zum Brauhaus ein. Jürgen, hallo. Prost, Jungs. Lasst euch schmecken. Dann nähern wir uns unserem heutigen Tagesziel, dem Sölkpass. Die Zufahrt durch den Naturpark Sölktal steht im krassen Gegensatz zur eigentlichen Passstraße. Eine scheinbar unberührte Almlandschaft dehnt sich hier zwischen den Gipfeln der niederen Tauern aus. Keine andere Strecke der Steiermark
zeigt sich derart rau und fühlt sich so sehr nach Hochgebirge an. Die zweispurige Erzherzog-Johann-Straße lässt sich sehr gut befahren und verbindet das Mur mit dem Enztal. Nachdem wir die Straße auf voller Länge befahren haben, wenden wir unsere Motorräder und fahren die gesamte Strecke ein zweites Mal zurück. Was für ein Spaß! Von der anderen Seite bieten sich uns ganz neue Aussichten in diese herrliche Landschaft. Ja, glaubst du nicht, dass du die aus dem Alten einfach rüber geschüttet hast? Oh ja, bestimmt. Das könnte sagen. So. Wir machen noch eine kurze Pause bei Groß Sölk und setzen danach unsere Fahrt fort. Wieder kommen wir durch die Stadt Murau und da uns der Biergarten auf der Hinfahrt so gut gefallen hat, rasten wir dort erneut für einen kleinen Imbiss. Satt und zufrieden setzen wir unseren Rückweg weiter fort. Dann erreichen wir wieder unseren Campingplatz, auf dem wir mit einem leckeren Abendessen und ein paar Gin Tonic den Tag ausklingen lassen. Ein neuer Tag weckt uns wieder mit Sonnenschein und so freuen wir uns nach dem Frühstück auf unser heutiges Ziel, die Goldeck-Panoramastraße. Über kleine und kurvige Straßen fahren wir unserem Ziel entgegen. Jede Menge Spitzkehren machen ihr richtig Laune.
Bei Klein Glödnitz kehren wir für einen Kaffee mit leckerem Apfelstrudel im Café Zauberbärli ein. So, was du gerade von Goethe erzählt hast, Mühle. Das finde ich grundsätzlich richtig, aber wir setzen unsere Fahrt fort und folgen dem kurvigen Asphaltband. Die Goldeck-Panoramastraße bietet uns schon bei der Auffahrt schöne und weite Ausblicke. Die Kärntner Privatstraße hat auf einer Länge von 14,5 Kilometern eine maximale Steigung von 10%. Aufgrund der herrlichen Aussicht zählt die Goldeck-Panoramastraße zu den schönsten Ausflugszielen Kärntens. Diese schöne Location nutzen wir für ein paar Selfies. Dann geht es für uns wieder abwärts. Kurz vor der Ortschaft Czeuritsch machen wir noch eine kleine Verschnaufpause. Zurück am Campingplatz steht erneut Wassersport auf dem Programm. Schon früh am Morgen verspricht es sehr warm zu werden, als wir uns mit den BMWs auf den Weg an die slowenische Küste nach Piran machen. Wir erreichen die italienische Grenze, die wir, wie gewohnt, ohne Kontrollen passieren können. Das Thermometer erreicht heute den Höchststand von 37 Grad. Kurze Erfrischungspausen müssen also immer wieder mal sein.
Interessant ist für uns auch die Feststellung, dass ein Tunnel nicht zwangsläufig gerade durch den Berg getrieben wird. Wir passieren die slowenische Grenze. Dies allerdings nicht zum letzten Mal, da wir heute noch zweimal die Landesgrenzen wechseln werden. Wir fahren durch den Triglav Nationalpark, der mit beeindruckenden 838 Quadratkilometern der einzige Nationalpark Sloweniens ist. Der Park liegt in den Julischen Alpen im Nordwesten Sloweniens an der Grenze zu Italien und Österreich. Benannt ist er nach dem mit 2864 Meter höchsten Berg Sloweniens, dem Triglav, der fast im Zentrum des Parks liegt. Dann entdecken wir einen Fotospot, der sich hervorragend für ein Gruppenbild eignet. Kurz darauf sind wir erneut in Italien und essen in der Trattoria Gostilna Primocic in der Ortschaft Gorizia ein paar leckere Nudelgerichte. Wir erreichen den Golf von Triest und folgen der schönen Panoramastraße mit ihren herrlichen Ausblicken auf das blaue Meer. Dann erreichen wir Triest und kämpfen uns über die Uferstraße durch den dichten Straßenverkehr. Triest im Rücken fahren wir bald wieder und fast unmerklich über die slowenische Grenze. Wir erreichen Piran und müssen unsere Bikes im städtischen Parkhaus unterstellen, da die Stadt komplett verkehrsfrei ist. Mit dem Shuttlebus erreichen wir den schönen Tartini-Platz und begeben uns zu Fuß durch die engen Altstadtgassen in das 500 Meter entfernte Hotel Sala Piran, in dem wir unsere hübschen Zimmer beziehen. Nach einer erfrischenden Dusche begeben wir uns an die nur wenige Meter entfernte Promenade. Hier erfasst einen sofort das südliche Lebensgefühl La Dolce Vita. Ein kaltes Bier ist jetzt genau das Richtige. Wir reservieren einen Tisch für den Abend und begeben uns auf eine Entdeckungstour durch die historische Stadt. Mit ihrer Lage, der Altstadt und ihrer venezianischen Architektur ist die Stadt an der slowenischen Riviera eines der bekanntesten Touristenzentren des Landes. Zentrum des städtischen Lebens ist der restaurierte Tartini-Platz,
der zu Ehren des 1692 in Piran geborenen Geigers und Komponisten Giuseppe Tartini benannt wurde. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stand die Stadt unter venezianischem Einfluss. Wir begeben uns zurück zum Restaurant und genießen die leckeren Fischvariationen, während die Sonne langsam im Meer versinkt. Zum Abschluss gibt es noch ein Eis und dann begeben wir uns in die quirlige Altstadt, die sich mit ihren engen Gassen und kleinen Plätzen etwa 1 Kilometer lang auf einer Landzunge erstreckt. Guten Morgen! Nach einer erholsamen Nacht gibt es im Frühstücksraum unseres Hotels ein sehr gutes Frühstück. Dann geht es wieder zu den Motorrädern. Es ist schon wieder sehr warm, als wir Piran verlassen und danach die Hafenstadt Koper in Richtung Triest passieren. Sehr schön ist hier auch die mediterrane Vegetation. Die Temperaturen steigen mittlerweile auf über 38 Grad. Die Landschaft ist sehr abwechslungsreich und auch kleine, schnuckelige Dörfer liegen auf unserem Weg. Dann passieren wir ein Gebiet, in dem offensichtlich ein heftiger Waldbrand gewütet hat. Erneut steuern wir die Motorräder durch die kurvige Streckenführung des Triglav Nationalparks. Kurz vor dem Ziel kühlt die Luft noch etwas ab und uns erreicht ein leichter und erfrischender Regenschauer. Zum Abendessen macht uns Mühle ein leckeres Omelett und gegen den Durst gibt es leckeren, na ihr wisst schon. Drei Viertel der Truppe beschließt heute, einen Ruhetag einzulegen. Nur Hans-Jürgen zieht es aufs Motorrad und zum Mangat-Pass. Mühle hat heute spontan ein ganz besonderes Highlight gebucht. Aber seht selbst. Das ist schon schön, Jo. Ich bin in Kärnten, das ist mein Pilot, Leo. Es ist super geil. Wir haben gerade ein bisschen Action gemacht, aber das ist dann auch schon heftig.
Die restlichen beiden machen den See mit dem Kanu unsicher. Die Kajakprofis. Gut sieht er aus, gut sieht er aus. Den Abend beenden wir dann mit leckerer Pizza im Landgasthaus Berghof. Gute Nacht. Unser letzter Tag in Österreich führt uns heute zur Nockhalm Panoramastraße. Hinter Feldkirchen geht es für uns zunächst über die kurvige Bundesstraße 80. Michael, willst du auch eins von dem Bonbon-Buffet? Sehr gerne. Ich könnte dir diverse empfehlen, aber ich glaube, du magst sie am liebsten. Dankeschön. Vorbei an hübschen Holzhäusern in der Ebene Reichenau fahren wir unserem heutigen Ziel entgegen. Wir erreichen die Mautstation der Nockhalm Panoramastraße und entrichten brav unseren Obolus, um den Schlagbaum passieren zu dürfen. Die 34 Kilometer lange Nockhalmstraße ist zweifellos eine der abwechslungsreichsten und schönsten Alpenstraßen, die man mit dem Motorrad erleben kann. Mit sanfter Steigung schlängelt sich die Panoramastraße in 52 Kehren und zahlreichen Kurven zwischen den Nocken auf und ab. Immer wieder bieten sich neue Aussichten, zum Beispiel auf den größten Zirbenwaldbestand der Ostalpen, auf die runden, grünen Gipfel der Nockberge und die weitläufigen Almen. Wir erreichen die Glockenhütte, den höchstgelegenen Alpengasthof der Nockalmberge und gönnen uns hier einen Kaffee und ein Kaltgetränk. Dann geht es wieder hinab in Richtung Innerkrems. Der Begriff Serpentine leitet sich aus der lateinischen Bezeichnung für die Schlange ab. Auch hier windet sich das Straßenband wie eine Schlange um Kuppen, über Höhen und durch Senken. Zahlreiche kostenlose Parkplätze laden immer wieder zu einem Halt ein. Übrigens stehen hier für Motorradfahrer zwei eigene Servicestationen, die Bikers Points, zur Verfügung. Wir verlassen die Nockalmberge und fahren wieder unserem Campingplatz am Ossiacher See entgegen.
Nach unserer Ankunft verstauen wir die Bikes, gönnen uns noch eine erfrischende Dusche und machen uns auf den 1200 Kilometer langen Heimweg. How long do we gotta stay here for people we don't know in one lines? All of the clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it, long as I can be real.